Das ist der vierte Tag mit dem Zelt, den ich jetzt nacheinander mal so ein bisschen festhalte, wie ich das Zelt einsetze. Weil gewöhnlich hat man ja so ein nicht selbsttragendes Zelt, wie das hier von Six Moon, man es nur auf dem Rasen einsetzt und Heringe gebraucht, dass man es abspannen kann, dass die Haut schön straff ist und Wasser runtergeht und das auch den Wind gut standhalten kann. Ja, und nun habe ich, also im ersten Mal hatten wir ja an der Klippe oben so mit Art Gras, wo man es standardmäßig aufstellen konnte, mit diesen beiden Stangen, dass also die beiden Enden hochgehen. Ja, danach hatte ich das ja auf diese Bretter, auf die Liegen gebaut. Das hatte ich auch noch nicht so gehabt. Danach war das ja mit dem Sand, also Sandsäcke also Plastiktüten mit Sand befüllen, die als Anker nehmen. Und heute habe ich das nur als Mückenschutz benutzt, weil es gab ein Unwetter. Also es hat hier ordentlich gerumselt. Und jetzt bin ich in so eine Halle eingezogen. Das ist vom Hotel, weiß nicht, so eine Art, so ein Frühstücksraum, würde ich sagen. Ja. Und, genau, und habe eigentlich erst übernachten wollen mit der Isomatte. Die ist da unten. Dann Schlafsack, aber hier sind Mücken, die sind jetzt schon wieder hier. Die gingen mir dann doch auf den Keks, die blöden Viecher. Und habe dann das Zelt nochmal rausgeholt. Und dann lege ich es einfach nur so hin mit dieser Netzstruktur nach oben. Und damit mir die Netzstruktur nicht ins Gesicht fällt, also hier oben ist dann der Kopfbereich. Da habe ich mein Beutel mit den Klamotten, den ich dann als Kopfkissen nehme. Und habe dann ein kleines Stück vom Zelt hier ans Fahrrad mit dem Gummiband angebunden. Also ich kann das ja mal abmachen. So, das ist einfach nur von innen ein Gummiband, dass es irgendwo fest ist, dass ich also hier eine Erhöhung habe, dass mir das Netz nicht aufs Gesicht fällt und dann die Mücken trotzdem wieder rankommen an mich. Und das ist auch ein bisschen besser fürs Atmen, dass man da genug Luft hat, auch wenn man sich hin und her dreht. Ja, also nur Zelt hingelegt, das Netz nach oben, Isomatte reingesteckt, Schlafsack reingesteckt. Das geht innerhalb von, ja weiß nicht, das sind 2-3 Minuten, dann ist das soweit fertig. Dann Reißverschluss dicht, Gummiring mitnehmen oder irgendwas, dass man das befestigen kann. Draußen zuckt es noch. Hier, was ich anleuchte, das ist das Fliegengitter. Der Schlafsack. Können wir vielleicht hier so sehen. Mit dem Gummiband hier. Ist das am Fahrrad eingehangen. Das liegt neben mir. Und ja, also schütze ich mich vor Mücken und habe dann hier Schlafsack und draußen knallt das und zuckt das in reiner Tour. Nutzt man es also nicht als Wetter-Windschutz, sondern als Insektenschutz. Ne? Weil die blöden nervigen Viecher, diese Mücken, da weiß ich, die wecken mich dann halt immer wieder. Ja, also das ist ein weiterer Einsatzzweck für dieses wunderschöne Zelt. Schön leicht, kostet nicht viel, hat aber Schwächen, also auch maßgebliche Schwächen. Ich denke mal, einige, die das vielleicht kaufen, das dann so sehen, die werden später fluchen, weil sie sagen, was ist das denn, der Nässe? Also das Problem bei der Kondensbildung der Nässe innen drin, das ist halt so. Oder dass dann halt auch das ganze Zelt dann so nass ist, dass wenn man früh abbaut und nicht lange das Zelt in der Sonne belassen kann, dann muss man irgendwann nochmal anhalten, das Zelt auspacken und dann trocknen lassen. Aber dann geht es auch sehr schnell. Das hat man dann in 10 Minuten trocken, wenn Sonne scheint. Das ist das Hotel, in dem ich mal wieder geschlafen habe. Das scheint also komplett verlassen zu sein. Und genau, in der Ecke hier, da habe ich mich dann breit gemacht. So breit ja auch nicht, aber ich habe es erst probiert, nur die Isomatte hin und einen Schlafsack und dann kamen aber doch Mücken, obwohl das mega windig war gestern. Weil Wind kommen ja meist nicht. Aber hier war Wind still, irgendwie haben die mich gefunden. Und dann habe ich das Zelt noch ausgepackt. Genau, dass ich da das Netz habe. Da habe ich dann geschlafen, kommt gleich wieder eine Mücke raus. Da ist das Kopfkissen sozusagen. Und dann wird das hier hochgemacht. Das Zelt, dass ich im Atembereich habe, dass das Netz nicht auf dem Gesicht liegt.
Dann habe ich hier geschlafen. Ja, gab echte eindrucksvolle Momente in der Nacht. Und das hat hier auch seinen Tribut gezeigt. Also das sieht ja alles aus wie so. Das war gestern hier alles schön ordentlich, was man in der Nacht erkennen konnte. Und hier ist das alles halb abgesoffen alles. Also steht alles unter Wasser. Der ganze Weg hier ist unter Wasser. Bis dahin alles voll mit Wasser. Ja, hier auch. Und von den Bäumen, weiß nicht, also von den Palmen kam auch ein bisschen was runter. Also ein schönes Hotel oder Hotel hat mir echt den Arsch gerettet. Das ging mir gestern richtig zur Sache. Das Zelt wäre, also ich glaube, also die Stange wäre zerbrochen, nehme ich an. Und ich wäre da echt abgesoffen. Da kam ja so viel runter Hagel. Das sprang ja sogar rein. Deswegen gibt es hier so ein paar Tropfen jetzt, Pfützenbildung, weil Hagel reingedonnert ist. Und ich hatte befürchtet noch nicht, dass das hier abschüssig ist, hier an der Ecke. Und dass mir nachher die ganze Soße da reinläuft. Sowas habe ich nämlich auch schon mal gehabt, dass ich erst trocken bin und dann läuft dann so ein langsamer Fluss auf eins zu. Und hier hatte ich wieder auf mein Bauchgefühl gehört. Also ich war auf Zypern unterwegs und sah, da geht ein größeres Regenfeld über das Mittelmeer rüber und habe dann die Fähre so abgestimmt, dass ich da, wenn das Regengebiet übers Mittelmeer geht, ich dann da auf der Fähre sitze. Es war also eine Nachtfähre, die recht lange fuhr und hatte dann gehofft, dass wenn ich da in Tuzuku auf der türkischen Seite ankomme, dass das meiste dann schon durch ist und ich dann irgendwo, ja, vielleicht noch kurz ein paar Stunden das Zelt aufschlag am Strand und dann die restliche Nacht dann dort verbringe, bevor es weitergeht. Naja, jedenfalls war es nicht so. Also die Heftigkeit von dem, was mich da erwarten würde in der Nacht, da hätte ich nicht mit gerechnet. War dann also auf der Rückfahrt und habe dann, als ich wieder Empfang bekam, auf dem Handy dann gesehen, da wird das doch nicht klappen. Es wird, Regen wird mich erfassen in den nächsten Stunden und es wird auch ein bisschen Gewitter geben. Und dann hatte ich gleich gesagt, also ich baue mein Zelt dann nirgendwo auf. Ich suche mir irgendwo in der Stadt, irgendwas werde ich finden, wo ein Haus verlassen ist oder wo vielleicht ein Geschäft einen größeren Überstand hat und würde dann da halt ein paar Stunden noch den Rest der Nacht verbringen. Irgendwie im Schlafsack, Isomatte und wenn halt die Mücken kommen, dann halt noch das Zelt darüber ziehen. Ja, so bin ich dann gleich nach Ankunft. Da hatte ich Glück, dass eine kurze Regenpause war und dann bin ich gleich in die Stadt gefahren. Das hat also keine 3 Minuten von der Fähre entfernt geklappt. Da war ein altes Hotel und hatte dann so einen langen Erker und da bin ich dann gleich rein und das war genau die richtige Entscheidung. Das ging ganz schnell, Stempel geholt. Jetzt heißt es Schlafplatz suchen. Ich bin gespannt, ob das klappt. Oder vielmehr, wie es klappt. Irgendwie klappt es ja immer. Wo ich jetzt denn nicht lande. Aber letzten Endes will ich auch noch ein bisschen die Augen zumachen. Da hinten blitzt das ordentlich und kachelt. Am besten wäre so ein verlassenes Haus wieder. Hier ist Windgeschütz. Hier ist gut. Hier bleibe ich. Ich hole hier mein Fahrrad, das lege ich am besten hin. Kameras gibt es hier schon mal nicht. Ach, guck mal, was ist da denn? 2 Täubchen. Nee, ich glaube, ich blende die viel zu doll. Also hier draußen weht ein fürchterlicher Wind. Also mein Zelt, das wird nur schlackern. Also das Ding bietet sich doch echt an hier. So, mal gucken, ob man das einfangen kann, wie windig das hier ist. Es ist ziemlich windig. An den Palmen hier, das pfeift hier wie Sau. Und ja, das scheint geschlossen zu haben, das Hotel. Und wenn man jetzt hier reingeht, da ist doch eine Kamera. Da ist irgendwie eine Kamera. Also ich gucke mal, ob ich hier in Frieden gelassen werde oder ob ich wieder umziehen müsste. Also hier kann ich zumindest trocken umbauen.
Dann lege ich mich hier hin. Ja, aber ich glaube, die Kamera beobachtet mich gerade, was ich hier tue. Da ist das Licht angegangen, das war vorher aus. Also da geht es jetzt richtig zur Sache draußen. Das knallt und scheppert in einer Tour. Dass ich hier unter so ein festes Dach gegangen bin. Also das wird mein Zelt, glaube ich, definitiv überlegt, wenn das jetzt Renten draußen am Strand steht. Ich habe hier mein Zelt. Mein Zelt. Da drin dann mit Schlafsack und die Isomatte. Und dann merke ich die Luft. Also Grundumfeld habe ich selten erlebt. Ich glaube, das Rundwetter hier, ja, das fordert sogar eine kleine Tribute. Also das ist Polizei und der Feuerwehr. Aber jetzt ballert das wieder so los. Die Blitze sind nicht mehr so viel. Ich hoffe, dass das hier auch nicht alles reinfließt. Das ist nicht glatter Marmorboden. Ja, wenn das alles nach hier unten fließt, was ich mal nicht hoffe, wenn es ständig bleibt,
nicht versetzt. Also diese Gewitterzelle, die in Violett mit den gelben Punkten, da wo es so schön geknallt hat, die ist jetzt über uns hinweggezogen. Da sieht man es jetzt noch. Haben also jetzt hier lokal 6 Uhr. Und ja, es hat also wirklich ordentlich gerumscht. Es hat draußen auf dem Wasser zuckt es doch ordentlich. Also da sind die ganzen Blitze. Die Frequenz ist nicht mehr ganz so schnell wie eben, als ich mitten im Gewitter war. Da war das ja unter Sekundentakt. Und ja, jetzt hagelt es nur noch. Also kein Regen, sondern Hagel. Der kullert bis hier hinten rein zum Zelt. Also morgen wird das hier alles spitze sein. Ja, also schon gut, nicht draußen zu sein. Mit dem Zelt irgendwo in einem festen Unterstand zu haben. So. Viel geschlafen habe ich ja nicht. Also hier die Aufhängung. Und dann so. Uiuiui. Das sieht aber nach Bruch aus. Wieder alles zusammen. Also natürlich erst den Schlafsack. Wieder in seine Tasche rein. Das ist offen genug. So, also der Schlafsack, dann die Isomatte, ja, das ist mein Kopfkissen hier, so ein Zeug, nicht so hoch, aber ein bisschen weich am Kopf. Das war's. So, und dann ist der Sack das hier. Dann auch das wegpacken und dann war's das schon. Ein letzter Blick wie immer auf den Platz. Also für die Bedingungen warst du ein Retter hier, Hotel. Ja, mach ich noch mal ein Foto. Das ist ja eine Erinnerung wert, diese Nacht hier. Da ist sogar noch mal die Sonne durch. So, es geht zum Fernbushof. So. Teilweise sah es doch so aus, als wenn da irgendjemand... Und hier komme ich gar nicht durch, ne? Vernünftig. Nächste. Ja, die paddeln in kurzer Hose. Ich finde es zwar ein bisschen frisch, aber die haben ja scheinbar ihren Spaß. Wie komme ich hier weg? Nee, das ist alles unter Wasser hier. Wie soll ich denn da durchkommen? Nächsten Abbieger. Und ich muss mich ein bisschen beeilen, um 10 Uhr irgendwas kommt der nächste Regenschauer rüber, zwar nur ein kleiner. Hier ist alles abgesaugt, das war, weiß nicht, also ich habe das noch nie erlebt, so eine Frequenz von Blitzen, dann Hagel und dann irgendwie, das war Geräusch, dann prasselte das alles los. So, ich glaube, hier komme ich. Das ist auch so komisch. Nächste. Hier liegen halbe Bäume auf den Straßen.
Und eben haben sie einen Keller ausgepumpt. So, ich kümmere mich erst ums Ticket, dann um Frühstück. Oh, hier auch. Hier auch, was ist denn das? Mann, als wenn ein Orkan hier gewütet hätte.